Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian, ich bin Spieleentwickler und wir machen heute in aller Kürze ein kleines Tutorial, wo wir uns angucken, wie wir ohne den Animator einfache Transition-Animationen machen können für UI-Elemente, Button und so weiter. Es gibt zwar die Möglichkeit, das auch direkt mit dem Unity Button-Komponente zu machen, also hier, das gibt es auch für Slider und so weiter. Man muss dazu hier auf Transition und dann die Animation einstellen, kann dann automatisch die Animation verschiedenen States, die verschiedenen Animationen generieren und muss die dann einstellen und dann kann man hier, wird dann automatisch über diese Trigger hier das dann gesteuert. Das ist eine ganz praktische Sache und bei sehr komplizierten Animationen für UI auch durchaus zu empfehlen, aber für kleine Sachen ist das hier eigentlich nicht unbedingt notwendig. Deshalb gucken wir uns an, wie man das auch anders machen kann. Und zwar mit dem Skript, mit diesem UI-Event-Skript. Erstmal zeige ich am besten, was überhaupt passieren soll. Gut, gucken wir uns mal an, wie ist es gemacht. Also, als erstes haben wir für jede Situation, also on Enable beim Einschalten des Skripts, on Hover, wenn ich draufgehe, on Click, wenn ich klicke, haben wir hier für alles also einstellbare Möglichkeiten jetzt. Das ist bei Size, Position und Rotation im Grunde ganz gleich. Also einmal haben wir das, was wir überhaupt nutzen wollen, dann haben wir eine Animation Curve. Das ist die ganz normale Unity Animation Curve, die man auch ändern kann, die standardmäßig hier schon so ein paar Voreinstellungen hat und mit dieser kann man dann zum Beispiel so ein langsames Ein- und Auslaufen generieren oder auch so ein Wackeln, wie ihr gerade gesehen habt bei dem einen Button und vieles mehr. Ja. Gut, dann haben wir hier die Zielgröße, das ist hier 1,2, 1,31 und die Dauer hier 0,4. Dann gibt es als nächstes Position, ist ganz gleich, ist hier aber nicht benutzt. Aber da ist der einzige Unterschied, dass es die Offset Position ist, die hier eingestellt wird. Und bei Rotation, das ist hier auch nicht genutzt in dem Fall. Das ist hier Size Sound, das wäre das hier. Ich gehe mal auf ein anderes. Size und Rotation Hover, bei dem hier sehen wir dann. Also hier bei Hover, da ist wie gesagt Size. Position wird nicht genutzt, Rotation ist hier unten und wird benutzt. Also Z-Achse rotiert um -3 als Ziel und die Duration ist 0,2 und es wird ein Sound abgespielt beim Start, wenn ich drauf gehe. Wenn hier noch ein zweiter Clip wäre, können wir gleich mal ausprobieren. Und noch einen anderen dazu. Ich starte mal. Dann kommt er beim Draufgehen und beim Runtergehen. Gut, und so ist es für alle Situationen. On Enable, on Hover, on Click. Und man hat also da eine ganze Menge Möglichkeiten, da was einzustellen. Wir gucken uns also hier dieses UI Event Effect Skript an. Gut, das ist das Skript. Wir brauchen auf jeden Fall als erstes hier Unity Engine Event Systems und UI. Und natürlich die anderen, aber die sind sowieso im Skript eigentlich. Gut, und dann haben wir für diese Transition-Situationen jeweils eine einzelne Klasse, die halt nur die Daten vorhält, die man jetzt da einstellen kann. Also Transition Size, Transition Position und Transition Rotation. Ich gehe mal kurz in Unity zurück. Das sind halt jetzt diese einzelnen hier. Size Transition, Position Transition und Rotation Transition. Das sind diese einzelnen Klassen. Und dann unten hier noch das Soundeffekt. Und die sind dann zusammengefasst in einem Button Event Effekt. Das wäre dann, ich gehe kurz zu Unity, dieses zum Beispiel on Hover, on Enable und on Click. Als nächstes kommt dann das eigentliche Skript. Und zwar brauchen wir natürlich die einzelnen Händler von den einzelnen Events, Pointer-Events. Also das wäre hier Down, Up, Enter und Exit. Dann haben wir hier die Felder
Für den Button-Effekt, also On Enable, On Hover und On Click, haben wir gerade schon angeguckt. Und hier wird einfach nur die Anfangssituation gespeichert, damit beim Verlassen des Buttons oder bei Pointer Up hier zurück zum Ausgangssituation animiert werden kann. Hier ist die Audio Source, die wird am Anfang in die Komponente reingebracht. Dann haben wir hier zuerst die Situation On Enable. Das bringt Mono Behavior mit. Da brauchen wir mit dem Pointer-Händler natürlich nichts machen. Dann haben wir hier wird die Start Rotation, die Start Position und die Start Scale zugewiesen für die Anfangssituation. Und jetzt wird geguckt, ob der jeweilige Effekt, also hier der On-Enable-Effekt, ob da Rotation, Position und Size Use jeweils true sind oder nicht. Und dann wird die jeweilige Transition-Coroutine hier gestartet mit den entsprechenden Werten. Das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip, wird halt immer dann eine andere Coroutine. Also hier zum Beispiel Run Rotation Transition, hier Run Position Transition, Run Scale Transition und hier wird einfach nur der jeweilige Clip zugewiesen, die Lautstärke und abgespielt. Und das ist bei den Pointer-Händlern dann ganz genauso. On Pointer Down, das Prinzip ist immer gleich. Das wäre dann On Pointer Up, Pointer Enter, On Pointer Exit. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Transitions. Dazu habe ich schon mal ein Tutorial gemacht. Also diese Teile hier, diese Coroutinen, sind also nahezu identisch mit denen von einem anderen Tutorial. Das würde ich euch einblenden jetzt. Gucke da mal rein, was hier eigentlich genau passiert. Also in dieser Coroutine wird eben die Animation gemacht und zwar dann also genauer hier mit Lerp und die wird aus der Animation Curve, wird das Verhalten rausgelesen. Aber wie gesagt, dazu mehr in dem anderen Skript. Das wäre es dann auch schon. Mehr ist es gar nicht. Ich mache nur einmal kurz hier, mache ich nochmal an. Also man kann da eine ganze Menge machen, wenn man entsprechend sich was einfällt. Und das geht halt schon, wenn man das hier kennt und ein bisschen geübt ist, sehr viel schneller als im Animator und im Animation Editor die Animationen einzustellen. Und dazu kommt noch, in gewissen Situationen braucht man nicht allzu viele Animationen. Da kann man auch den Animator oder den Animation Editor auch weglassen. Also ganz aus dem Bild rauslassen. Ich zeige das mal kurz. Also im Package Manager hier bei den Built-in, da kann man dann hier Animation zum Beispiel abwählen. Zwar nicht direkt rauslöschen, aber es geht dann nicht, ist dann nicht im Build drin, die ganze Animation-Geschichte. Und man spart bei Mobile Games zum Beispiel 750, 800 Kilobyte ungefähr im Build. Und das macht in gewissen Situationen schon was aus. Also wenn man ein einfaches, kleines Mobile Game hat, dann sind 700, 800 Kilobyte schon eine Menge. Vor allem dann, wenn man ein Instant Game macht. Und bei Instant Games ist man ja beschränkt auf 15 MB. Und da ist das Weglassen des Animators unter Umständen eine ganz gute Idee eigentlich, wenn man sowieso nur kleine Animationen hat. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder bei. Ich hoffe, ja, euch hat das was gebracht. Dieses Skript könnt ihr runterladen, kostenlos. Und zwar auf meiner Patreon-Seite. Aber ihr müsst, wie gesagt, dazu nicht Unterstützer sein. Ihr könnt das kostenlos runterladen.